Das hier ist ein Hornschnabel, 49 mm lang, schwarz, hart wie Kunststoff. Er passt in deine Handfläche. Und er ist der größte Beleg, den die Wissenschaft für das größte wirbellose Tier dieses Planeten besitzt. Kein Foto, kein vollständiges Exemplar, kein Skelett. Denn dieses Tier hat keins. Nur dieser Schnabel. Und der stammt nicht einmal aus der Tiefsee. Er wurde aus dem Magen eines Pottwals geschnitten. Niemand hat den größten Jäger der Tiefsee je gesehen. Und das Beunruhigende daran ist nicht, dass es ihn gibt. Es ist, dass das nicht die Ausnahme ist. Wir gehen heute 5 Giganten durch. 5 Zahlen, von denen du mindestens 3 schon einmal gehört hast. Und bei jeder einzelnen sehen wir nach, woher sie eigentlich kommt. Am Ende wirst du keine dieser Zahlen mehr so lesen wie vorher. Die Zahl steht fest, das Tier nicht. Fangen wir mit der Frage an, die scheinbar längst beantwortet ist. Warum wird da unten überhaupt irgendetwas groß? Die gängige Erklärung ist der Sauerstoff. Kaltes Wasser bindet mehr davon als warmes, das ist reine Physik. Und Kälte drosselt den Stoffwechsel. Ein Tier, das langsam lebt und dem viel Sauerstoff zur Verfügung steht, kann einen größeren Körper versorgen als eines, das in warmem Wasser hetzt. Das klingt aufgeräumt. Und es hat einen Haken, zu dem wir gleich kommen. Vorher der interessantere Teil, denn diese Bedingung gab es schon einmal. Nicht in der Tiefsee, überall. Im Karbon, vor rund 300 Millionen Jahren, lag der Sauerstoffanteil der Atmosphäre über 26%, in Spitzenphasen bei etwa 30 bis 35. Heute atmest du 21. Was in dieser Luft wuchs, ist schwer zu fassen. 2018 fiel an der Küste von Northumberland ein Sandsteinblock von einer Klippe und zerbrach am Strand. Darin lag das Bruchstück eines Tausendfüßers, 55 cm breit. Das ist die Breite deiner Schultern. Hochgerechnet 2,63 Meter lang, geschätzte 50 Kilogramm schwer. Arthropleura. Ein Gliederfüßer so lang wie ein Kleinwagen. Du hättest ihn nicht kommen hören. Du hättest ihn durch den Boden gespürt. Und jetzt der Haken. Diese Sauerstofferklärung, die du gerade akzeptiert hast, ist die führende. Sie ist nicht bewiesen. Wenn man nachmisst, wie das Atemsystem dieser Tiere mit ihrer Körpergröße mitwächst, ist der Zusammenhang deutlich schwächer, als die Hypothese es verlangt. Wir haben dir gerade etwas erklärt, das wir nicht belegt haben. Merk dir dieses Gefühl. Es wird ein Muster. Denn eines stimmt sicher: Der Sauerstoff verschwand aus der Luft. Aus der Tiefsee verschwand er nie. Da unten gilt die alte Bedingung weiter. Und deshalb fangen wir dort an, wo niemand nach Riesen sucht. Nämlich auf einem Markt. 2022 kaufte ein Forschungsteam 4 Riesenasseln von Fischhändlern in Quy Nhon, einer Hafenstadt an der vietnamesischen Küste. Riesenasseln werden dort gegessen. Sie liegen in flachen Becken neben Krabben und Muscheln. Mit Preisschild. Die Tiere kamen ins Labor, wurden vermessen, ihre Erbinformation wurde gelesen. Und dabei stellte sich heraus, dass niemand diese Art je beschrieben hatte. 2025 bekam sie einen Namen: Bathynomus vaderi, benannt nach dem Helm, an den ihr Kopfschild erinnert. 32,5 cm lang, über 1 Kilogramm schwer. Damit du das einordnen kannst, stell dir die Kellerassel vor, die du aus deinem Keller kennst. Etwa 1 Zentimeter. Dieses Tier ist mehr als 30 Mal so lang und so schwer wie eine volle Getränkedose. Das Bemerkenswerte daran ist aber nicht die Größe. Es ist der Ort. Nicht ein Tauchgang, nicht ein Roboter in 4000 Metern, ein Verkaufsstand. Ein Tier von dieser Größe, aus einer Gruppe, die seit über 100 Jahren erforscht wird, war der Wissenschaft unbekannt, während es gleichzeitig gefangen, verkauft und gegessen wurde. Und die Regel von vorhin läuft hier schon mit. Riesenasseln leben in der dauerhaften Kälte der Tiefe. Im Karbon wäre ein Krebstier dieser Größe nicht der Rede wert gewesen. Heute ist es eine Sensation, weil die Bedingung, die es hervorbringt, fast überall verschwunden ist. Die Zahl steht fest. Wir wussten nur nicht, dass es das Tier gibt. Bei der nächsten Stufe wussten wir es und haben es trotzdem falsch eingeschätzt. Alicella gigantea ist der größte bekannte Flohkrebs der Welt. Flohkrebse kennst du vermutlich, ohne es zu wissen.
Das sind die winzigen Krebstiere, die am Strand wegspringen, wenn du Tang umdrehst. Wenige Millimeter. Alicella wird über 30 Zentimeter lang. Jahrzehntelang galt sie als extrem selten. Man fand sie kaum. In der Fachliteratur stand sie als Rarität, als Ausnahmeerscheinung der Tiefsee. 2025 hat ein Team aus Westaustralien alles zusammengetragen, was es überhaupt an Nachweisen gibt. 195 Fundmeldungen von 75 Orten, dazu genetische Analysen aus allen Ozeanen. Das Ergebnis? Die Art lebt zwischen 3.890 und 8.931 Metern Tiefe und bewohnt damit vermutlich rund 59% aller Weltmeere. 59%. Der größte Flohkrebs der Erde lebt in mehr als der Hälfte des Ozeans. Und wir hielten ihn für eine Rarität. Nicht die Art war selten, unsere Proben waren es. Wir haben aus der Häufigkeit unserer Funde auf die Häufigkeit des Tieres geschlossen. Und in Wahrheit nur gemessen, wie oft wir hingesehen haben. Auch sie lebt genau dort, wo die Bedingung aus dem ersten Kapitel am stabilsten ist. Unterhalb der 4-Kilometer-Marke, in einer Dunkelheit, in der sich seit Jahrmillionen kaum etwas verändert. Die Zahl steht fest. Sie sagt nur etwas über uns. Und jetzt zu einer Zahl, die du mit ziemlicher Sicherheit schon einmal gelesen hast. In der Form, in der sie falsch ist. Der Grönlandhai. Ein träger, oft nahezu blinder Räuber des Nordatlantiks, der sich mit weniger als 1 Kilometer pro Stunde durchs Wasser schiebt. Langsamer als du spazieren gehst. 2016 gelang etwas, das lange als unmöglich galt: sein Alter zu bestimmen. Haie haben keine Knochen, in denen sich Jahresringe ablesen ließen. Die Lösung lag im Auge. Der Kern der Augenlinse entsteht vor der Geburt und verändert sich danach nie wieder. Er ist ein konserviertes Stück Gewebe aus dem Anfang des Lebens. Mit Radiokarbon lässt sich bestimmen, wann es gebildet wurde. Und die Atomwaffentests der 50er Jahre haben im Wasser eine Markierung hinterlassen, an der man diese Messung eichen kann. 28 weibliche Tiere wurden untersucht. Das größte, 5,2 Meter lang, kam auf 392 Jahre, plus minus 120. Und genau hier wird es interessant, denn diese Fehlerspanne ist keine Fußnote am Rand. Sie ist 240 Jahre breit. Die Unsicherheit allein ist länger als 3 Menschenleben hintereinander. Trotzdem findest du überall dieselbe Zahl: 512 Jahre. Das ist nicht das Alter dieses Tieres. Das ist die obere Kante eines Vertrauensintervalls, herausgelöst und als Tatsache weitergereicht. Was gesichert ist, klingt nüchterner und ist trotzdem kaum zu fassen. Diese Haie werden mindestens 272 Jahre alt und sie sind erst mit etwa 156 Jahren geschlechtsreif. Ein Tier, das 1,5 Jahrhunderte braucht, um erwachsen zu werden. Ein Hai, der heute im Eismeer schwimmt, kann geboren worden sein, bevor irgendein Mensch wusste, dass es Sauerstoff gibt. Langsam leben und groß werden sind dabei dieselbe Strategie. Beides bezahlt derselbe Sauerstoff in derselben Kälte. Die Zahl steht fest. Ihre Fehlerspanne auch. Die nennt nur niemand. Und bevor wir in die Urzeit gehen, müssen wir kurz gegen das eigene Thema arbeiten. Denn bis hierhin klingt das nach einer Regel. Tiefe macht groß. Das ist die Geschichte, die überall erzählt wird, auch von uns. Und sie ist nur die halbe Wahrheit. Die Tiefsee bringt genauso zuverlässig das Gegenteil hervor: Zwergwuchs. Es gibt ganze Gruppen, deren Arten in der Tiefe kleiner werden statt größer, weil dort unten schlicht zu wenig zu fressen ist. Bei Meeresschnecken lässt sich das besonders sauber nachvollziehen. Wer als große Art in die Tiefe geht, schrumpft. Wer als kleine Art hinuntergeht, wächst. Dasselbe Umfeld, 2 entgegengesetzte Ergebnisse. Und jetzt die Frage, die unbequem ist. Warum hast du dann schon von Tiefseegigantismus gehört, aber noch nie von Tiefseezwergwuchs? Weil ein 30 Zentimeter langer Flohkrebs auffällt. Ein Fisch, der in 4000 Metern auf 3 Zentimeter geschrumpft ist, fällt niemandem auf. Wir haben keine Regel entdeckt. Wir haben die Ausnahmen gesammelt, die groß genug waren, um bemerkt zu werden. Das ist derselbe Fehler wie beim Flohkrebs, nur eine Ebene höher.
Dort hielten wir eine Art für selten, weil wir selten hingesehen haben. Hier halten wir Gigantismus für die Regel, weil das Große ins Auge fällt. Die Zahl steht fest, die Auswahl nicht. Halt dieses Gefühl fest, denn bei der nächsten Stufe stimmt nicht einmal mehr der Name. Du kennst das Bild vermutlich. Ein gewaltiges, spitz zulaufendes Horn, das durch ein flaches Urmeer gleitet. Fangarme vorn, ein Auge an der Seite. 9 Meter lang, manche Darstellungen sagen 11. Der größte Räuber des Ordoviziums, Kameroceras. Es gibt ein Problem mit diesem Tier. Kameroceras ist das, was Paläontologen einen Papierkorb nennen könnten. Über Jahrzehnte hat man große, gerade Kopffüßergehäuse dort hineingeworfen, wenn eine sichere Zuordnung nicht möglich war. Von der Gattung Endoceras ist Kameroceras anatomisch praktisch nicht zu unterscheiden. Der Unterschied liegt in der Oberfläche der Schale. Der Name auf dem Bild ist also schon unsicher. Und die Zahl darauf ebenfalls. Denn wo kommen diese 9 Meter her? Aus Schätzungen des frühen 20. Jahrhunderts, die stellenweise bis auf 11 Meter hinaufgingen. 1960 haben 2 Forscher am Museum in Harvard nachgerechnet. Sie nahmen nicht die Vorstellung, sondern die tatsächlich vorhandenen Fossilien. Das größte belegte Stück, Endoceras giganteum aus dem Oberordovizium von New York, ist 3 Meter lang erhalten. Vollständig ergibt das 5,73 Meter. Nicht 9, nicht 11. 5,73 Meter. Das ist die Länge eines Kleinbusses, nicht die eines Reisebusses. Aber jetzt der Punkt, auf den es wirklich ankommt. Auch diese Zahl ist keine Messung. Sie ist eine Hochrechnung aus einem Teilstück. 3 Meter liegen vor, der Rest ist gerechnet. Wir ersetzen hier keinen Mythos durch eine Messung, wir ersetzen ihn durch eine bessere Schätzung. Und dieses Tier lebte nicht in der Tiefsee. Es ist das, was dieselbe Bedingung hervorbrachte, als sie noch überall galt. In warmen Flachmeeren vor 450 Millionen Jahren. Die Zahl steht fest, das Tier nicht. Und damit sind wir bereit für den Schnabel vom Anfang. 1925 beschrieb ein britischer Zoologe eine neue Art. Sein gesamtes Material bestand aus 2 Armkronen und die stammten aus dem Magen eines Pottwals, der in antarktischen Gewässern erlegt worden war. Er nannte das Tier Mesonychoteutes hamiltoni, den Kolosskalmar. Dann geschah 100 Jahre lang fast nichts. Man fand Bruchstücke, man zog gelegentlich ein Exemplar in einem Netz an die Oberfläche, tot, zerdrückt, aufgequollen. Man fand Schnäbel, immer wieder, in den Mägen von Pottwalen, aber niemand sah dieses Tier lebend in seinem Lebensraum. Am 9. März 2025 änderte sich das. Ein ferngesteuerter Tauchroboter filmte im Südatlantik, bei den südlichen Sandwich-Inseln, in 600 Metern Tiefe einen Kolosskalmar. 100 Jahre nach der Erstbeschreibung, die erste bestätigte Aufnahme eines lebenden Tieres. Es war 30 Zentimeter lang. Ein Jungtier, durchscheinend, zerbrechlich, kaum größer als deine Hand. Das schwerste Exemplar, das je gewogen wurde, brachte 495 Kilogramm auf die Waage, so viel wie ein ausgewachsenes Reitpferd. Es ging 2007 einem neuseeländischen Fangschiff ins Netz, wurde eingefroren und liegt heute in einem Museum in Wellington. Sein Schnabel maß 42,5 Millimeter. Bevor wir zur letzten Zahl kommen, noch ein Detail, das alles zusammenbindet. Der Kolosskalmar hat die größten Augen im gesamten Tierreich, im Durchmesser 2- bis 3-mal so groß wie bei jedem anderen Lebewesen. Ein Auge so groß wie ein Esssteller. 2012 schlug eine Forschergruppe eine Erklärung dafür vor und sie ist bemerkenswert. Solche Augen lohnen sich nicht, um Beute zu finden, Beute ist nah. Sie lohnen sich, um etwas sehr Großes zu erkennen, das sich von weit her nähert. Ein Pottwal, der durch die Tiefe stößt, reißt winzige Leuchtorganismen aus der Ruhe und hinter ihm entsteht eine schwache Spur aus Licht. Mit einem Auge dieser Größe, so die Berechnung, ließe sich ein Pottwal noch aus etwa 120 Metern erkennen. In vollständiger Dunkelheit. Der Kalmar hätte diese Augen also nicht zum Jagen. Er hätte sie, um seinen Jäger kommen zu sehen. Und jetzt musst du wissen, wie das weiterging. Ein Jahr später widersprach eine andere Arbeitsgruppe,
Die Augen seien tatsächlich außergewöhnlich groß, aber für die Pottwal-Erklärung brauche man sie nicht. Die Frage ist bis heute offen. Wir haben also nicht nur keine gesicherte Größe für dieses Tier, wir wissen auch nicht, wofür sein auffälligstes Merkmal gut ist. Und damit sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Aus Pottwalmägen kennt man Schnäbel mit 49 mm. Rechnet man diese 6,5 mm Unterschied hoch, ergibt das Tiere von 600 bis 700 Kilogramm. Ein Drittel schwerer als alles, was je auf einer Waage lag. Diese Tiere hat nie jemand gesehen. Nicht tot, nicht lebend, nicht auf einem einzigen Bild. Wir wissen von ihnen, weil ein Pottwal sie gefressen und ihren Schnabel nicht verdaut hat. Der Titel dieses Videos hat eine Frage gestellt. Warum kennt niemand den größten Jäger der Tiefsee? Die naheliegende Antwort wäre, dass es da unten dunkel ist und tief und schwer zu erreichen. Das stimmt, aber es ist nicht die Antwort. Die Antwort lautet, unser bester Messwert für das größte wirbellose Tier der Erde ist der Mageninhalt eines Konkurrenten. Wir kennen dieses Tier durch das, was ein anderer Räuber übrig gelassen hat. Und wenn du die Stufen noch einmal durchgehst, findest du in jeder einzelnen dasselbe Muster. Eine Riesenasse, die wir auf einem Markt entdeckt haben. Ein Flohkrebs, den wir für selten hielten, weil wir selten hingesehen haben. Ein Hai, dessen Fehlerspanne länger ist als 3 Menschenleben. Ein Urzeitriese, dessen berühmte Länge nie existiert hat und dessen korrigierte Länge ebenfalls nur gerechnet ist. Und eine Regel, die gar keine ist, weil dieselbe Tiefe genauso zuverlässig Zwerge hervorbringt, über die nur niemand spricht. Es ist nicht so, dass wir diese Tiere kennen und ihre Größe schätzen. Wir schätzen ihre Größe. Und deshalb glauben wir, sie zu kennen. Bleibt die Frage, warum es sie überhaupt gibt. Die Bedingung, die diese Körper möglich macht, aus Kälte, Sauerstoff und sehr viel Zeit, war einmal der Normalzustand dieses Planeten. Im Karbon lag sie in der Luft, über den Wäldern, in denen Arthropleura kroch. Danach verschwand sie von der Oberfläche. Unten ist sie geblieben. Die Tiefsee ist kein fremder Ort. Sie ist der letzte, an dem die alten Regeln noch gelten. Wer nach unten fährt, fährt zurück. Und das ist kein Versagen. So sieht Wissen aus, bevor es fertig ist. 100 Jahre lang bewegte sich bei diesem Tier nichts. Dann fuhr im März 2025 eine Kamera an einem Kabel auf 600 Meter hinunter und filmte ein 30 Zentimeter langes Baby. Die Zahl steht fest, das Tier nicht. Noch nicht.